Hi, mein Name ist Werner Ebner. Mein Nickname ist Vegolen. Ich bin der Johannes. In der OGAM-Community kennt man mich als Joki, das ist mein Nickname da. Ich bin Florian, in der Community nicht ganz so nach außen präsent. Wenn ich denn sichtbar bin, dann als Florianer. Ich arbeite für Gameforge seit 2008, davon ein Jahr dediziert für OGAM. Ich bin hier bei der Gameforge zuständig für Bug-Reporting und Testen von neuen OGAM-Versionen in aller Vielfalt. Ich bin in der Firma als Back- und Frontend-Entwickler zurzeit für OGAM und die Browser-Games tätig und kümmere mich darum, dass die ganzen Bugs aus dem Spiel rauskommen, wenn sie entdeckt werden, oder viele neue lustige Bugs in Features verpackt einbaue. Ich habe OGAM damals im Jahre 2003 angefangen, im Universum 3. Angefangen kann man ganz gut sagen, weil ich da erstmal diverse Fehler gemacht habe, die man so als neuer Spieler auch mal macht, und dass man OGAM von der harten Seite quasi kennenlernt. Ich habe angefangen auf Uni 43, ich glaube 2008 zu spielen. Irgendwann war dann mein Account weg. Richtig angefangen im Jahre 2004 in Universum 16, wo ich dann auch in der Highscore bis auf Platz 8 entsprechend hochgekommen bin. Nach langer Zeit auf 146 Apitos wieder angefangen. Dort spiele ich jetzt auch aktiv, kümmere mich um meine Flotte. Das Besondere an OGAM ist, dass es eines der wenigen Spiele ist, wo ich eine funktionierende Ellie über Jahre hinweg gehabt habe und immer noch habe. Es gibt natürlich mehrere Punkte, die man ansprechen könnte, aber ich denke mal, das Besondere, was OGAM so ausmacht, ist tatsächlich der Nervenkitzel. Das ist das, was man in diversen anderen Spielen kaum noch findet, weil du baust den OGAM-Account über Jahre auf, du versuchst jeden Tag deine Flotte zu saven, um nicht entsprechend geschrottet zu werden, um alles zu verlieren, und genau das ist der Punkt, weil von einem Moment auf den anderen kannst du quasi alles verlieren. Natürlich wird einiges wieder aufgebaut, du hast noch die Ressourcen da, aber deine Flotte kann weg sein. Und wenn du jemanden angreifst, dann schaust du quasi auf den Timer, der runtertickt, und sekundenweise können darüber entscheiden, hast du noch alles oder verlierst du quasi alles. Für mich macht es besonders, es ist dieses Flair von Weltraum, Raumschiff, Strategiespiel. Und das Besondere daran ist, dass ich als Spieler direkten Einfluss auf die Spielentwicklung nehmen kann. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, mich stört irgendwas, vor allem wenn es irgendwo ein kleiner Bug ist, dann bin ich immer verleitet dazu zu sagen, das nervt mich als Spieler, das baue ich jetzt mal weg. Mal gucken, wann es auffällt, dass es draußen ist oder ich wieder irgendwas umgebaut habe. Und das ist halt ein besonderer Reiz, dass ich mich da auch kreativ dran austoben kann. Ein Ereignis wäre beispielsweise die erste Graviton-Forschung, die wir in der Ellie hatten. Da hat mein damaliger Allianzleader Kristall gesammelt, wir haben alle mitgeholfen. Und als es dann soweit war, hat er angefangen, Solarsatz zu bauen. Und so kurz vorm Ende wurde er scannt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine Main, die hat dann versucht, mit dem Typen zu verhandeln. Jetzt lass ihn doch seine Gravi fertig machen. Quasi um die Gravi wenigstens durchzudrücken, dass der Raider seinen Angriff so lange verschiebt. Und er hat sich nicht darauf eingelassen. Er hat dann tatsächlich einen Angriff gemacht, aber zu spät. Im Laufe der Verhandlungen ist ab und zu mal, beziehungsweise hat mein Allianzleader ein Datum genannt, zu dem die Solarsatelliten fertig sind. Schön mit Uhrzeit und so. Und er hat da allerdings absichtlich ein paar Stunden drauf gerechnet. Das heißt, er hat ganz früh am Morgen hat er sich eingeloggt, hat seine Graviton-Forschung durchgeklickt und der Angriff kam zu spät. Mein bestes OGAM-Erlebnis? Das ist etwas schwierig. Also ich kann jetzt diverse große Kämpfe aus den Spielen aufzählen, wie diverse Hall of Fame-Kämpfe oder diverse Flottenabhänge, die sich teilweise über nachts gezogen haben. Aber ich denke, ich musste auch privat werden. Also mein bestes Erlebnis war tatsächlich, dass ich meine Frau über OGAM kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Ja. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann das war. Ich bin früh morgens aus der Haustür raus, wollte eigentlich zur Arbeit, dachte mir so, naja komm, in einer Viertelstunde bist du da.
Ich weiß nicht, was mich geritten hatte. Ich hole nochmal das Handy raus, gucke mobile auf den Account drauf, war schon im gedrosselten Netz und sehe so 28 Sekunden bis Einschlag der feindlichen Flotte. Und meine Flotte stand einfach hilflos da rum. Und mit dem gedrosselten Netz, es hat mir tatsächlich einige Nerven gekostet. Aber irgendwie so 2-3 Sekunden, bevor sie dann da war, habe ich es geschafft, alles zu safen. Das war schon ein prägendes Erlebnis. Danach ist die Flotte da ein paar Mal hops gegangen, aber das ist halt im Gedächtnis geblieben. Ja, also solange wir natürlich Spieler haben, die O-Game gerne spielen und auch unsere Modder-Community aktiv bleibt mit den API-Keys, die wir ihnen zur Verfügung stellen, dass sie diverse Sachen aus dem Spiel auslesen können und ihre Tools bauen, werden wir natürlich auch immer weiter ein O-Game entwickeln. Auf dem PTS, auf unserem öffentlichen Testserver, ist zurzeit die Version 6.40. Das wird unser Allianz-Update. Da hat sich viel im Hintergrund getan. Für die Spieler sichtbar ist es nur ein kleiner Teil. Zum Beispiel haben wir einen Allianz-Chat drin oder auch was WTH in der ersten oder zweiten Q&A-Runde die Frage beantwortet hatte mit, es gibt das Problem mit dem Gründertitel, wenn der Allianz-Leader inaktiv wird, was passiert dann? Da bräuchten wir jetzt nun nicht mehr den Weg und den Support gehen. Wir haben das Problem gelöst, sodass wir sagen, die rechte Hand kann bei Inaktivität Gründer werden oder auch, wenn der Account gelöscht wird, können wir den auch übertragen. Und wenn es keine rechte Hand gibt, zum Beispiel an das Mitglied, das am längsten in der Allianz ist. Das wären so die 2 Punkte, die im Allianz-Update für die Spieler wahrscheinlich am stärksten sichtbar sind. Ansonsten, dadurch, dass wir schon in der Allianz was gemacht haben, ist auch noch für später Luft. Also wir haben noch ein paar Ideen, wie wir das Allianz-System noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf geben können und Ideen. Ansonsten was völlig anderes zum Allianz-System weg wäre, zum Beispiel haben wir uns überlegt, Komponenten für unsere Schiffe. Das heißt, Spieler könnten Komponente finden, bauen, kaufen. Das müssen wir uns noch überlegen, ausdesignen, wie genau. Und dann wäre halt die Möglichkeit, dass zum Beispiel Schiffe im Raumdock einzeln nachgerüstet werden können. Und da müssen wir uns halt dann überlegen, wie präsentieren wir auch das Frontend für die Spieler, weil bei vielen Komponenten und vielen Schiffen entstehen da unglaublich viele Möglichkeiten und damit auch noch der Durchschnittsspieler nicht überlastet wird mit 20 Millionen Auswahlmöglichkeiten. Das müssen wir uns noch anschauen, aber so in die Richtung können wir uns vorstellen, dass wir ein Feature einbauen für die Schiffe, damit da ein bisschen mehr Content wieder entsteht.